Der bekannte britisch-amerikanische Influencer Andrew Tate war letzte Woche wieder in den News. Diesmal ging es um seine Steuertricks, wie er versucht hat, Steuern zu optimieren. Wenn auch du wissen willst, was Andrew Tate gemacht hat, um keine oder wenig Steuern bezahlen zu müssen, dann bleib jetzt dran. Wir stellen dir das alles im Detail vor. Die meisten von euch werden sicherlich Andrew Tate kennen. Wie gesagt, er ist ein britisch-amerikanischer Influencer. Er steht momentan in Rumänien unter Hausarrest. Es wird ihm Menschenhandel, Prostitution und alle möglichen anderen Dinge vorgeworfen. Die meisten sozialen Medien haben Andrew Tate gebannt. Allerdings auf X ist er nach wie vor aktiv, hat dort 10 Millionen Follower. Ich persönlich halte nicht sehr viel von ihm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Als Vater von Töchtern finde ich es beängstigend, wie viel Einfluss er bei jungen Männern hat. Es sagt natürlich viel auch über unsere Zeit aus, dass gerade jemand wie Andrew Tate hier einen so hohen Einfluss auf unsere jungen Männer hat und wie wenig Alternativen es hier tatsächlich zu geben scheint, an denen sich hier junge Männer orientieren können. Also ich finde das, was er sagt, ziemlich dämlich und seine Frauenfeindlichkeit tatsächlich wirklich erschreckend. Aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Mir ist völlig klar, er ist unglaublich erfolgreich, wenigstens gewesen in der Vergangenheit. Er hat hier sehr viel Geld verdient, viele Millionen mit seiner erfolgreichen Online-Präsenz. Er ist sicherlich sehr charismatisch. Er hat sicherlich etwas zu sagen, das viele hier anspricht, gerade junge Männer. Und deswegen war er sehr erfolgreich. Letzte Woche hat ein britischer Richter entschieden, dass 2 Millionen Pfund, die sich auf britischen Konten befinden, hier vom britischen Staat gepfändet werden können. Das ist insofern auch aus deutscher Perspektive relevant, weil es ja hier aus britischer Sicht um eine zivilrechtliche Enteignung nach dem Proceeds of Crime Act gibt, welcher im UK bereits seit 2002 gesetzlich verankert ist. In Deutschland gibt es das bisher ja noch nicht. Es soll gerade eingeführt werden. Dazu gibt es auch viele YouTube-Videos, viele empörte YouTube-Videos. Genau, es geht um das sogenannte Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Was für ein Wort, mit dem es in Zukunft möglich sein soll, dass eben ohne eine gerichtliche Verurteilung, ohne einen Gerichtsprozess hier Vermögen enteignet werden kann, wenn man davon ausgeht, dass es aus kriminellen Handlungen stammt und man wenig Chance sieht als Staat, dass hier die Übeltäter tatsächlich verurteilt werden können, weil tatsächlich bestimmte Beweise fehlen. Wie gesagt, in UK gibt es das schon sehr lange und genau dieses Gesetz wird jetzt angewandt, um von Andrew Tate 2 Millionen Pfund zu beschlagnahmen. Dazu sprach letzte Woche in einem zivilrechtlichen Verfahren ein Richter das Urteil. Das Urteil ist veröffentlicht worden. Ich werde auch einen Link dazu, der ist natürlich Englisch, hier in die Beschreibung dieses Videos mit hineinkopieren. Sehr interessant aus vielerlei Hinsicht. Ich werde gleich ein paar Sequenzen daraus zeigen. Das Dokument zeigt so ziemlich genau die Geldbewegung, auch wie viel hier Andrew Tate verdient hat. Er hat ja oft behauptet, er sei ein Milliardär. Das zeigen die Zahlen garantiert nicht. Man könnte meinen eigentlich, dass jemand, der so erfolgreich ist wie er, hier bei seiner Steuerplanung sehr viel mehr sophisticated ist. Er war es leider aber überhaupt nicht. So, ich möchte jetzt gleich hier direkt in das Urteil hineinspringen und wir wollen gleich mal uns die Konten anschauen, um die es eigentlich geht. Die sind nämlich hier in diesem Urteil gelistet. So, auf Seite 20 dieses PDF-Dokuments, wie gesagt, hier Link in der Beschreibung, geht es los. Also, insgesamt wird von 12 Millionen Dollar hier gesprochen, welche zwischen 2019 und 2022 hier von Andrew Tate verdient wurden. Diese kamen komplett über Stripe hinein. Dort hat er über Shopify und andere Apps seine Programme, Cobra Tate, Kurse und so weiter verkauft. 1,5 Millionen Dollar kamen vom britischen Kunden. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Interessant ist nun, dass Andrew Tate hier diese 12 Millionen Dollar auf persönlichen Bankkonten in UK großteils verteilt hat. Ja.
Da gab es keine Firma, die er gegründet hätte, keine Gesellschaft, nicht im Ausland, alles auf britischen Konten. Diese Konten werden hier aufgeführt. Revolut 0972 zum Beispiel. Da flossen 5,1 Millionen Pfund drauf. Dann gibt es NatWest, dann gibt es Wise, dann gibt es hier einen weiteren Metro-Account. Metro ist eine andere Bank im UK. Noch ein Metro-Account, noch ein Revolut-Account. So, es wurden dann auch Firmen in Rumänien gegründet. Hier gibt es noch einen Account bei einer Firma Global, die kenne ich nicht. Und noch ein Revolut-Account, auch hier ein persönlicher Account. Hier steht, dass bei der Eröffnung dieses Kontos die britische Adresse angegeben wurde. Auch sehr interessant, das erkläre ich gleich nochmal. So, soweit mal zu den Konten. Also das heißt, Andrew Tate hat per Stripe das Geld bekommen, dann hat er es auf persönliche Konten ausbezahlt und wie dieser Text jetzt sehr schön hier darstellt, kannst du dir mal im Detail anschauen, hat er dann wie wild angefangen, dieses Geld ohne Sinn und Verstand zwischen den verschiedenen Privatkonten hin und her zu schieben. Es gibt keinen scheinbaren Grund eben, warum diese Verschiebung von Geld hier erfolgt sind. Übrigens haben Andrew Tate und sein Bruder nicht reagiert. Das Gericht hat sie hier zu Eingaben aufgefordert. Es kam nichts. Die Konten wurden dann 2022 gesperrt, als Andrew Tate dann angeklagt wurde. Das ist sicherlich ein üblicher Vorgang. Und jetzt, mehrere Jahre später, wurden eben diese Gelder dem britischen Staat zugesprochen. Zunächst muss man sicherlich sagen, dass es sich ja hier bei den meisten Geldern nicht um illegitime Gelder handelt. Andrew Tate hat hier Dinge online verkauft. Natürlich, da gab es sicherlich auch dieses zweifelhafte Webcam-Business, aber das meiste, so sagt es auch der Text, kam von Cobra Tate und von seiner Hustle University und den ganzen anderen Online-Programmen. Also alles könnte man meinen, legitime Geschäfte. Trotzdem war hier dieses Zivilgericht in der Lage, letztlich hier die Kontenpfändung durchzusetzen, auf Antrag eben einer Staatsanwaltschaft, welche für das britische Finanzamt gesprochen hat. Jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Was hat der britische Staat hier eigentlich überhaupt mit dieser ganzen Affäre zu tun? Denn Andrew Tate ist ja nicht angeklagt in UK, das muss man sagen. Er ist angeklagt in Rumänien. Dort werden ihm Dinge vorgeworfen. In UK läuft kein strafrechtliches Verfahren gegen ihn. Und er ist kein Drogendealer oder Waffenhändler oder sowas. Ja? Also diese Umsätze, die 12 Millionen, sind durch legitime Webseiten, durch legitime Käufe von Kunden hier entstanden. Wie kann es also sein, dass der britische Staat hier einfach dieses Geld konfiszieren kann? Nun, ich hatte ja vorhin gesagt, dass hier mindestens 1,5 Millionen Pfund mit britischen Kunden umgesetzt wurden. Wir reden, wie gesagt, vom Zeitraum zwischen 2019 und 2022. Andrew Tate gibt an, dass er 2017 den UK verlassen hat und nach Rumänien umgezogen ist. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir hier auch schon immer wieder mal angesprochen haben, und das ist die Umsatzsteuer. Du musst an britische Kunden oder auch an Kunden in der EU, selbst wenn du im Ausland bist, dich für die lokale Umsatzsteuer registrieren, wenn du elektronische Leistungen verkaufst. In der EU gibt es ja das OSS-System, das gibt es ähnlich auch so im UK. Das hat Andrew Tate offensichtlich nicht getan. So hat es auch die Steuerbehörde im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens hier bestätigt. Also er hat 1,5 Millionen mit britischen Kunden umgesetzt, schuldet hier also mindestens mal 300.000 Pfund britische Umsatzsteuer. Hat er nicht gemacht. Er hat überhaupt keine Steuererklärungen im UK eingereicht. Er hat auch in Rumänien keinerlei Steuererklärungen eingereicht. Andrew Tate hat außerdem bei sämtlichen britischen Banken angegeben, dass er im UK wohnt. Und jetzt komme ich wieder auf einen Punkt, den ich ja auch schon vielfach angesprochen habe, und das ist im Grunde genommen Compliance. Die Banken sind der verlängerte Arm der Behörden. Die Banken sind der verlängerte Arm des Staatsanwaltes und des Finanzamtes. Wenn du gegenüber der Bank lügst, dann lügst du im Grunde genommen gegenüber der Behörde. Das heißt, Andrew Tate sagt zum einen, er ist 2017 nach Rumänien umgezogen, hat allerdings zwischen 2019 und 2022 bei diesen ganzen Bankkonten angegeben, dass er weiterhin in UK wohnt. Damit sagt er also praktisch, ich bin im UK steuerpflichtig. Damit kann auf einmal der britische Staat sagen, okay, da sind 12 Millionen reingegangen, du hast nichts eingereicht in UK, keine Buchhaltung gemacht, du hast keine Firmen, keine Umsatzsteuer und nichts.
Also können wir davon ausgehen, dass das Ganze hier Businessgewinne sind. Die hättest du komplett versteuern müssen mit, was weiß ich, 30-40%. Du hast nichts gemacht, aber immer wieder behauptet, dass du dort lebst gegenüber Banken. Also haben wir auch ein Recht, dieses Geld einzuziehen. Reagiert hat er ja auch nicht auf die Vorwürfe. Gleichzeitig kann er nicht nachweisen, hier käme jetzt das Doppelbesteuerungsabkommen dann ins Spiel, auch etwas über das wir laufend reden, dass er in Rumänien Steuern bezahlt hat. Er könnte ja sagen, ich wohne sowohl in UK als auch in Rumänien und was ich verdiene, wird dann entsprechend dem DBA, dem Doppelbesteuerungsabkommen zwischen UK und Rumänien, versteuert. Aber in dem Verfahren hat auch die rumänische Steuer hier Stellung genommen. Dort hat er ebenfalls keine Steuern abgeführt. Er hat hier minimale Umsätze über seine Firmen erklärt. Das heißt, seine Steuersparstrategie bestand im Grunde genommen darin, nicht mal Firmen zu gründen, sondern einfach nur persönliche Konten zu öffnen. Dort ging die gesamte Kohle rein und er hat einfach nichts irgendwo gemeldet. Weder in UK noch in Rumänien. Jetzt kommt etwas anderes hier, was ich besonders dramatisch finde. Andrew Tate ist ja Amerikaner. Er hat die amerikanische und die britische Staatsbürgerschaft. Das heißt im Grunde genommen, er hat die ganze Zeit in den USA hier eine Steuererklärung einreichen müssen und wenn er keine Steuern auf dieses Einkommen in Rumänien oder UK zahlen musste, dann wäre es in den USA steuerpflichtig gewesen. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn er hier in Europa verurteilt wurde oder auch nicht und seine Zeit im Knast abgesessen hat oder auch nicht, dann werden die Amerikaner kommen. Die werden dieses Urteil nehmen und werden sagen, hör mal zu, mein Junge, du hast hier 12 Millionen verdient, du hast nichts erklärt, jetzt kommst du mal in die USA und wirst mal dort eingebuchtet. Und das sind ja dann wirklich lange Haftstrafen, wenn man hier sich bei der amerikanischen Steuer etwas in der Höhe zu Schulden kommen lässt. Das wird ihn noch erwarten, den Andrew Tate. Denn so wie gesagt, soweit ich weiß, hat er die amerikanische Staatsbürgerschaft noch. Er hat diese nicht aufgegeben und wie du weißt, sind ja Amerikaner auf ihr weltweites Einkommen steuerpflichtig. Auch hier gibt es Doppelbesteuerungsabkommen natürlich. Aber man kann sagen, wenn du nirgendwo anders Steuern bezahlst auf ein Einkommen, dann ist es auf jeden Fall dort zu versteuern. Und hier, denke ich, wird er noch ordentlich Ärger bekommen. Es ist also höchst verwunderlich für mich, dass so jemand wie Andrew Tate, der hier genug Geld hat, der auch tatsächlich sich ein Leben aufbauen kann, wo er komplett steuerfrei leben kann. Er hätte ja das Ganze einfach in Dubai machen können. Vergiss die privaten Konten, eröffne irgendwo in einem anderen Land private Konten. Stell ganz klar, dass du nicht in UK wohnst, dass du vermutlich auch nicht in Rumänien wohnst. Du kannst dir ruhig Zeit dort verbringen, wenn du dort gerne bist, aber verbringe dort nicht zu viel Zeit, richte dich steuerlich korrekt so ein, dass du nirgendwo steuerpflichtig bist oder nur sehr wenig Steuern bezahlen musst. Das hätte er alles machen können. Stattdessen hat er jetzt die Steuerbehörden von 2 Ländern beziehungsweise möglicherweise auch noch von den USA demnächst am Bein. Sicherlich keine allzu gute Strategie. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt. Durch die Überweisungen hier von den Konten hin und her, die überhaupt keinen Sinn machen, steht in dem Dokument, dass das für die Behörde wie Geldwäscherei aussieht. Warum er also hier Geld von persönlichen Konten verschoben hat auf ein anderes persönliches Konto, scheint wirklich nicht klar zu sein oder scheint der Verschleierung zu dienen. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das seine Absicht war. Ich weiß nicht, ob er hier besonders clever sein wollte oder einfach das Geld auf dem Konto gebraucht hat, weil er dort konsumiert hat von diesem Konto. Aber es sieht hier schwierig aus. Auch das sollte dir klar sein, wenn du anfängst, Geld von Konten hin und her zu schieben. Wie sieht das Ganze von außen betrachtet aus? So, schließlich und letztlich komme ich jetzt aber zum wirklich kritischen Punkt. Und das ist auch der Punkt, wie das Ganze hier ins Rollen gekommen ist und warum es eigentlich überhaupt zu dieser Beschlagnahmung gekommen ist. Denn Andrew Tate war wirklich so bescheuert, dass er auf YouTube öffentlich gesagt hat, dass er nie im UK Steuern bezahlt hat. Die Videos werden in diesem Dokument zitiert, schau sie dir an. Da steht also drin, ich habe einfach die Steuer ignoriert, ich habe nie irgendwas erklärt, ich habe nie irgendwas bezahlt. Irgendwann sind sie einfach weggeblieben, die können mich mal. Ich habe nirgendwo Steuern bezahlt und es interessiert mich auch nicht, so in dieser Art. Und das hat er in verschiedenen Videos immer wieder gesagt und das haben irgendwie die Behörden mitgekommen und haben gesagt, okay, gut, jetzt schauen wir mal, was wir da machen können. Ja. Also das ist natürlich extrem dumm. Und du denkst jetzt vielleicht auch, das muss ja extrem dumm sein, aber es ist die Realität. Es passiert auch uns hier ständig.
Oft haben wir Podcast-Gäste zum Beispiel, die in irgendeinem Land wohnen, vielleicht in Südamerika oder in Asien, die so ganz frei in die Kamera sagen, ich zahle nirgendwo Steuern. Ich wohne in dem und dem Land hier und ich kenne hier keinen Deutschen, der hier Steuern bezahlt. Ich habe auch in Deutschland schon ewig nicht mehr Steuern bezahlt. Oder es gibt all jene, die hier zweifelhafte Firmenstrukturen empfehlen. Wir haben ja oft schon über das Thema LLC gesprochen, eine weiter beschränkte Steuerpflicht und dann so ganz frank und frei auf YouTube sagen, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern. Das interessiert den deutschen Staat nicht, der hat da gar keinen Überblick darüber. Du bist ja sowieso nur ein kleiner Fisch und überhaupt nach der Methode versteuert ja ohnehin niemand in Deutschland. Auch hier öffentlich auf YouTube gesagt. Da muss man extrem vorsichtig sein. Ja. Also das heißt, natürlich die wenigsten von uns werden hier das gleiche Profil haben wie Andrew Tate und nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie er, natürlich hoffentlich auch nicht so kontrovers sein wie er, aber achte darauf, was du online hier von dir gibst, sowohl in den sozialen Medien als auch eben bei irgendwelchen Interviews, Podcasts und so weiter und so fort. Das kann hier hammerhart zu dir zurückkommen, ja. Wie wir es jetzt hier bei diesem Beispiel hier sehr gut sehen. Ich schließe eigentlich nochmals mit dem Gedanken, dass es ziemlich dämlich ist, was er hier gemacht hat. Er hätte das komplett vermeiden können. Andrew Tate hätte legal im Grunde genommen kaum Steuern oder gar keine Steuern bezahlen können, hätte er wirklich die Disziplin gehabt, vielleicht auch die Intelligenz, das Ganze hier richtig anzugehen. Aber nur weil er den Fehler gemacht hat, musst du den ja nicht auch machen. Daher, wenn du vorhast, auszuwandern, dich steuerlich optimiert im Ausland aufzustellen, da würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen, um genau eine solche Misere zu vermeiden. Wir arbeiten seit fast 20 Jahren mit Mandanten, die genau das tun, sich im Ausland steueroptimiert aufstellen wollen. Und genau dabei können wir auch dir helfen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.